Willkommen bei Laura und Mariano. Dieses Mal nicht aus der Wüste mit Kamelen und Sanddünen. Kamele. Sondern aus Teheran, der Hauptstadt des Irans. Und das erwartet euch in diesem Video. Oh mein Gott! Außerdem sprechen wir mit Locals, teilen mit euch, was sich für sie im Land seit letztem Jahr verändert hat, wie es ist, als Frau hier zu leben und werden euch hoffentlich ein paar tiefere Einblicke geben können, die man sonst in Nachrichtenbeiträgen oft nicht bekommt. Aber um unser Ziel zu erreichen, geht es erstmal durch den wuseligen Stadtverkehr der 15 Millionen Menschenmetropole. Salam zusammen, wir haben es nach Teheran geschafft und haben hier ganz viel vor, vor allem Freundinnen besuchen, Leute treffen und ein bisschen mehr diese Stadt kennenlernen. Es sind ja ziemlich viele von euch neu bei uns, sage ich mal, und wir waren vor einem Jahr schon mal hier und hatten dann echt coole, aber auch sehr spannende Zeit, weil hier natürlich viel passiert in dieser Stadt. Dieses Mal wollen wir deswegen auch die Stadt wirklich ein bisschen besser kennenlernen. Wir werden jetzt nicht alles im Detail filmen, weil wir halt nicht die iranischen Menschen zeigen wollen. Das haben wir ja schon mal vorher erklärt, warum das ein Problem sein könnte und wir da einfach ein bisschen vorsichtig sein wollen. Aber auf jeden Fall bin ich sehr aufgeregt. Heute treffen wir zuallererst Freundinnen von mir, die ich vor vielen Jahren mal bei einem Praktikum in der Ukraine kennengelernt habe. Genau, und die sehen wir jetzt gleich. Und nehmen euch ein bisschen mit. Oh je, hoffnungslos. Dinge, die man immer macht, wenn man irgendwo eingeladen ist und die Chance hat. Wäsche waschen und duschen. Das machen wir jetzt hier schon mal ein bisschen, aber wir haben ja auch noch eine andere Verabredung, da machen wir dann den Rest. Ist auf jeden Fall voll gut und auch mal dringend wieder Zeit. Haare waschen und unsere Klamotten sind schon wirklich sehr lange sehr dreckig. Wir konnten nicht nur die Waschmaschine benutzen und duschen, sondern es gab natürlich auch direkt was zu essen. Gäste im Iran müssen nämlich immer essen oder wenigstens Tee trinken. Im Land wird sehr viel Obst und Gemüse angebaut. Walnüsse und Granatäpfel hatten gerade Saison. Bevor das für uns unerwartete Abendprogramm startete, haben wir noch alle zusammen einen Film geschaut und zu Abend gegessen. Yeah, wie geil war das denn? Ihr glaubt nie, wo wir jetzt gerade herkommen. Als wir letztes Jahr hier im Iran waren, da sind wir dann am ersten Abend direkt zu so einer Geburtstagsparty zu Leuten zu Hause gegangen. Also meine Freundin hat uns mitgenommen zu einer Geburtstagsparty von einer Freundin. Und das war schon total cool, weil wir halt einfach gesehen haben, wie junge Menschen hier in Teheran so leben. Moderne Wohnung, wilde Rapmusik. War original eine Hausparty, wie wir das halt kennen. Genau. Und jetzt wurden wir wieder irgendwo mit hingenommen und die haben uns gefragt, wollen wir zu diesem Social Gathering gehen? Also einer sozialen Zusammenkunft. Und wir so, ja, okay, was passiert da? Und die so, ja, wir tanzen da Salsa. Wie, ihr tanzt Salsa? Und wir so, wir werden wahrscheinlich die Einzigen sein, die die Hüften überhaupt nicht schwingen können, weil wir so richtig deutsch sind. Aber es war echt eigentlich auch so ein bisschen wie in so einem Club. Ja, weil Clubs und Discos gibt es ja hier nicht. Und das ist so ein bisschen so der Ersatz dafür. Also es war wie so eine Party, aber mit Paartanz und nicht wie in einer Disco nur so. Heute ist Donnerstagabend, das heißt morgen ist das Wochenende, sprich heute haben alle Bock zu feiern, weil sie morgen frei haben. Und das Geilste war halt einfach, erstens, wir waren die am wenigsten körperbetont tanzen, also auch sexy und anfassmäßig, genau. Und wir waren, glaube ich, auch die am prüdesten gekleidet waren, irgendwie mit langen Klamotten und ich mit langem Rock und so, weil alle Ladies haben da gezeigt, was sie so haben, also irgendwie mit Hotpants und kurzen engen Kleidern und so. Und ich meine, bei uns in Europa ist es halt in Clubs völlig normal, sich irgendwie ein bisschen aufzupimpen vielleicht, aber hier geht man davon wahrscheinlich nicht aus. Nee, und wenn man euch davon ein Foto zeigen würde, niemand würde erraten, dass es im Iran ist. Never ever. Und für uns war das irgendwie voll cool, einfach nochmal eine weitere Schicht dieser Stadt kennenzulernen. Also ich dachte, so ist es irgendwie blöd, dass wir jetzt wieder hierhin fahren, aber man lernt halt direkt wieder so viel Neues und mehr und kommt halt zu neuen Events und deswegen ist es auch so cool, dass wir hier halt Leute kennen, weil die uns dann zu sowas mitnehmen, weil wir einfach, wenn wir so Touris sind,
wie... Dann wären wir jetzt zum Bazar gegangen, aber hätten sowas ja nie gesehen. Genau, und deswegen wie war die Leute hier so cool. leben. Und es war auch nicht so underground, also sowieso nicht unter der Erde, aber auch nicht versteckt oder so, sondern es war in so einer Wohnsiedlung eigentlich im, wie nennt man das denn, Vereinsheim, würde man das vielleicht in Deutschland nennen. Ja, genau, wie so ein Vereinsheimraum. Genau, wo vielleicht auch so 18. Geburtstag oder so stattfinden würden in Deutschland. So ein Raum war das halt, also jetzt nicht wirklich versteckt oder so. Und nochmal klargestellt, wenn Leute denken, haben die Frauen jetzt da alle ein Kopftuch getragen? Nein, niemand! Ja. Jetzt sind wir hier bei meiner Freundin im Kellergeschoss, haben das quasi für uns alleine und das ist wie so eine kleine Wohnung, werden hier jetzt auch übernachten. Sie hat morgen was zu tun, wir werden uns dann vielleicht noch mit einer anderen Freundin von mir treffen. Aber ja, wieder mega nett, dass wir einfach sein dürfen. Und jetzt sind wir aber auch hundemüde, schlafen jetzt gleich und müssen erstmal die Eindrücke wieder verarbeiten. Und noch mehr Salsa üben. Nochmal ein paar kurze Worte dazu, was unsere Freundin uns darüber erzählt hat, was sich für sie seit dem letzten Jahr hier so verändert hat. Wichtig ist dabei festzuhalten, dass sie aus einer eher wohlhabenden Familie kommt, sie ist gebildet und sie wohnt in der Hauptstadt in Teheran. Das heißt, ihre Lebensrealität ist natürlich eine ganz andere als zum Beispiel von einer Frau, die in einem eher traditionellen Dorf im Iran lebt. Sie meinte auf jeden Fall, dass sich seit letztem Jahr viel, was das gegenseitige Verständnis angeht, getan hat. Zum Beispiel, wenn sie Frauen, die auch keine Hijab mehr tragen, auf der Straße sieht, lächelt man sich so gegenseitig zu, weil man so merkt, okay, wir haben ein bisschen das Gleiche durchgemacht und die gleiche Entwicklung, bei der sie gelernt haben, dass auch Frauen laut sein können, dass sie Raum einnehmen dürfen, dass sie ihre Bedürfnisse einfordern können, genauso wie ihre Rechte. Davor war es nämlich wohl eher so, dass ihnen beigebracht wurde, eher ruhiger zu sein, zurückhaltender. Sie meinte auch, dass diese Entwicklung bei vielen Männern genauso stattgefunden hat. Also früher waren so Sachen wie hinterherpfeifen, Frauen angrapschen und nicht so viel Respekt zeigen, eher ein bisschen normaler und das hat sich im letzten Jahr wohl ein bisschen geändert, sodass man sich gegenseitig unterstützt, gegenseitig versteht und gegenseitig zuhört. Und wir haben schon auch oft Kommentare bekommen, wie wir in den Iran fahren können, weil das System halt sehr kritisch betrachtet wird und dass wir das damit unterstützen würden. Aber wir müssen ehrlich sagen, es ist doch voll gut, dass wir hier sind, weil wir ein ganz eigenes Bild vom Land und von den Leuten bekommen, sie uns zuhören und wir ihnen zuhören und man sich so ein bisschen besser verstehen kann und ein bisschen besser akzeptiert. Und ein Zitat, was meine Freundin am Ende mit uns geteilt hat, ist: To travel is to learn that everyone is wrong about other countries. Übersetzt bedeutet das, zu reisen ist zu lernen, dass alle über andere Länder falsch liegen. Und ich glaube, das trifft sehr gut zu, weil gerade im Iran kommen wir hierher und wissen überhaupt nicht, wie Dinge laufen, reden mit Leuten und lernen so, so ist es in echt. So machen die das. Es ist gar nicht so. Und es ist voll toll, dass wir das mit euch teilen können. Am nächsten Tag ging es dann zu einer weiteren Freundin von mir. Im Fernsehen lief das persische Pendant zu MTV. Natürlich nicht frei zu empfangen, aber wirklich alle haben Satellitenfernsehen, um das zu schauen, was sie möchten. Dua Lipa scheint am populärsten zu sein. Wir mussten aber erstmal belgische Schokolade und viele leckere Früchte verköstigen, wie das so üblich ist bei dieser immer wieder unglaublichen Gastfreundschaft. Sonntagmittag, da wird erstmal ein Rotwein getrunken. Sehr gut. Ein richtiger Shiraz. Oder das ist auch eine Rebsorte, ne? Und Shiraz ist ja im Iran. So, ich bin jetzt komplett ausgestattet, klamottenmäßig, für ein kleines Abenteuer, was unsere Freundin jetzt für uns geplant hat. Und das ist unser heutiges Abenteuer. Wir machen so eine Buggy-Tour durch die Berge im Norden von der Stadt. Also ein bisschen zu grübeln macht mir, er meinte gerade, wenn wir uns überschlagen, dann sollen wir uns hier festhalten. Ich wusste nicht, dass wir heute sowas machen. Fühlt sich an, als wären wir in so einer Achterbahn hier. Oh mein Gott! WTF! Ich sag mal so, unser Auto könnte das nicht. Das war ja richtig abgefahren,
Also wir hätten es mit unserem Van noch nicht mal zu dem Parkplatz geschafft, wo wir uns getroffen haben. Und wir sind hier halt krass, einfach auch nicht immer die Wege hochgefahren, sondern einfach mega steil, einfach irgendwie den Berg hoch. Richtig krass. Ja, jetzt wissen wir, was so Four-Wheel-Drive-Karren so können, im Gegensatz zu unserem Auto, würde ich sagen, weil es sind ja voll viele so 4x4 Fahrzeuge. Ich muss aber sagen, ich brauche das also muss man mit seinem Auto so einen Berg hochfahren? Ja, ist cool, dass der Mensch das kann, aber ich bin fast gestorben. Ich dachte, wir kippen gleich nach hinten. Aber auf jeden Fall ein mega cooler Blick über die Stadt. Wir haben heute nur leider kein Glück, weil es ganz schön verschmockt ist. Aber schon cool, dass wir jetzt bei den Bergen, auf den Bergen sogar, über Teheran sind. Ja, also gestern Salsa tanzen, heute Buggy, Jeep fahren. Hier geht's rund in Teheran. Ein Geburtstag wurde dann auch noch nachgefeiert. Das ist übrigens der typische Geburtstagssong hier. Wir hatten also echt einen tollen Tag mit vollem Programm. Eine Cousine meiner Freundin kam auch noch vorbei. Sie sprach super gut Deutsch, weil sie gerne nach Deutschland auswandern möchte und dafür Deutschunterricht nimmt. So, jetzt sehe ich ja wieder ein bisschen ordentlicher aus. Meine erste Maniküre seit, ich weiß nicht, Jahren. Mit so einer schönen Blaufarbe. Toll. Hammer. It's fine. Ja. Thank you. Okay, maybe we need a Geil. Haben wir so Soßen bekommen. Jetzt das Abendessen gibt uns auch direkt die Chance, hier diese Soßen zu probieren. Unter anderem German Tomato. Das ist ein sehr milder Ketchup mit einem scharfen Abgang. Mit diesen ganzen Soßentesten komme ich gar nicht dazu, überhaupt den Hauptgang, die Pizza, zu probieren. Und noch so ein lustiger Funfact, dass man Pizza auch mit Sauce, also Ketchup, isst. Also die machen Ketchup auf Pizza. Finden wir ein bisschen komisch, weil da ist ja eigentlich schon Tomatensauce drauf. Aber ja, das macht man hier so. Wir sind jetzt auf jeden Fall erstmal ausgestattet mit Soßen. Darüber freuen wir uns sehr. Noch viel mehr freue ich mich aber über dieses Geschenk. Und zwar wurde mir von der Designerin persönlich eine Jacke geschenkt, die sie, ich denke mal, komplett selbst gemacht hat. Man kann das sogar auch noch umdrehen, also dann wären es nur die Farben. Und ist halt cool, was so junge iranische Menschen alles für Ideen haben. Ne? Hier so ein Soßenfirma, Start-up-Gedöns, dann hier jetzt irgendwie eine Modedesignerin. Zu so Leuten haben wir sonst irgendwie nicht so viel Kontakt und es ist irgendwie cool zu sehen, ja, wie kreativ die Leute hier so sind und was sie mögen und so. Ich habe mich auf jeden Fall sehr hier drüber gefreut. So, letzte Szene für heute. Wir sind wieder zurück auf unserem bekannten violetten Sofa bei der anderen Freundin. Die hat inzwischen schon geschlafen, weil die war heute den ganzen Tag Bergsteigen. Aber wir konnten trotzdem zurückkommen hier, um hier zu übernachten. Aber es ist ja quasi der Sonntagabend, also Freitag. Es war schon Mitternacht, 0 Uhr. Und wir haben uns gefragt, können wir jetzt noch klingeln oder schlafen wir einfach da auf der Straße im Van? Wir haben geklingelt, die ganze Familie ist noch wach. Das 4-jährige Kind läuft hier auch noch fröhlich rum. Wir haben wieder Tee bekommen und so weiter. Also auch wieder was ganz anderes. Man bleibt hier einfach ein bisschen länger wach und sitzt noch zusammen und quatscht. Also jetzt gute Nacht. Ihr Lieben, wir sind jetzt auf dem Weg durch Teheran zu unserem nächsten Besuch. Und zwar treffen wir uns hier mit 2 deutschen LehrerInnen, also ein Paar, was an einer deutschen Schule hier in Teheran arbeitet, die wir mal in Kerman kennengelernt haben und die gesagt haben, wir sollen auch auf jeden Fall bei ihnen in Teheran vorbeischauen. Das machen wir heute Abend und ich bin da sehr gespannt drauf, weil die ja auf jeden Fall nochmal viel mehr Einblicke in das Leben hier uns so haben. Mal sehen, was sie berichten werden. Wir sind bei der Adresse angekommen und ich habe es mir ungefähr genau so vorgestellt, dass sie irgendwie in einem Hochhaus wohnen, was ziemlich neu und fancy aussieht. Ich bin mal gespannt, wie es dann drin ist. Auf unserer Weltreise sind wir ja sehr langsam unterwegs, was aber ganz schön ist, weil dadurch lernen wir die Länder einfach ein bisschen besser kennen und dadurch lernen wir auch mehr Menschen kennen, wodurch sich immer lustige Möglichkeiten ergeben, wozu wir dann Ja sagen können, weil wir halt dann die Zeit dafür haben oder uns die Zeit dafür nehmen. Zum Beispiel hierfür.
ist Teil des Wohnkomplexes. Man kann die vordere Tür da abschließen, sodass man hier ganz privat und halt auch im Bikini und so sein kann. Und da gibt es sogar so eine Grill-Area, das heißt, man kann hier auch voll die coolen Poolpartys feiern, duschen, mehrere Pools und kann hier einfach ein cooles Event mit Familie und Freundinnen haben. In der U-Bahn-Station und haben hier zufällig so einen Sandwichladen gefunden und die haben so vegane Sachen. Das eine ist irgendwie wie Thunfisch, haben sie gesagt, und das andere wie Wurst oder irgendwas. Ne? Und die Leute hier sind so süß, die freuen sich so, dass hier jetzt Touris sind, die auch vegan sind hauptsächlich. Die entschuldigen sich die ganze Zeit, dass sie nicht so gut Englisch sprechen. Und also wir haben uns die ganze Zeit mit ihnen unterhalten und übersetzen und so. Dann hat er seine Schwester, weiß ich nicht, irgendeine angerufen, die konnte da ein bisschen Englisch und sie wollen jetzt unbedingt wissen, ob das der gut schmeckt und so. Mega cool. Inzwischen sind wir ganz schön satt, aber die geben uns jetzt immer noch wieder mehr Sachen, die wir probieren sollen. Wir können nicht mehr. Oh, das war jetzt einfach wieder so ein richtig lustiges, spontanes Erlebnis mit ganz viel Google Translate und ganz lustigen, netten Leuten, gutem Essen. Also es war jetzt einfach richtig schön, ganz viele Snacks, die wir noch probieren durften. Dann fragen wir, was kostet es, und dann sagen sie, sei unser Gast und so. Aber das ist ja auch so ein bisschen wie Starhof und so. Am Ende haben wir was bezahlt, aber die haben uns auch noch diese extra Snacks und das Getränk umsonst gegeben. Und aber mega lecker und wir haben gesagt, wir kommen noch mal wieder. Ja, und richtig lustig. Wir durften da noch mit den Social Media für ihren Social Media Account machen. Okay, ein bisschen und peinlich. das war echt ein bisschen peinlich, weil wir überhaupt nicht wussten, was wir jetzt machen sollen. Also mal gucken, wo wir da jetzt landen. Aber wir haben auch Lust, diese lokalen kleinen Businesses zu unterstützen. In der U-Bahn-Station. Genau. Ein weiteres tolles Feature dieser Wohnung ist die Hammerdachterrasse. Man kann hier eigentlich, glaube ich, ganz gut über die Stadt und so gucken. Leider ist zurzeit so ein bisschen Schmock das Problem. Also wir haben noch nicht den perfekten Zeitpunkt abgepasst, wo wirklich klar alles zu sehen ist. Aber heute Morgen kann man immerhin in die Richtung Berge schon mal was sehen. Es ist natürlich so, wie in vielen großen Städten, dass Teheran immer mehr gewachsen ist und deswegen immer größer wurde. Inzwischen sind halt Häuser bis an die Berge rangebaut. Und in Teheran ist es so, dass im Süden eher die ärmeren Leute wohnen und je weiter man nach Norden kommt, desto mehr Geld haben die Leute und desto höher ist der Wohlstand hier. Also wer hier so wohnt, dem geht's ganz gut. So wie wir. So wie uns. Wir waren jetzt gerade in dem Shop, um ein paar Sachen fürs Abendessen heute einzukaufen und das ist wirklich eine spannende Gegend hier, weil wir sehen total viel Importware, zum Beispiel aus Russland und der Türkei und dann gibt es hier halt schon so Markensachen wie Lindt-Schokolade, Milka-Schokolade, Rittersport. Was gab es noch, was irgendwie krass war? Also vor allem irgendwie Schokolade und Süßigkeiten, wo wir jetzt gedacht hätten, das gibt es auf keinen Fall im Iran, nur gefälscht. Aber offensichtlich gibt es dann in den reicheren Vierteln schon Importware, die dann natürlich auch ihren Preis hat. Also dann kostet eine Tafel Schokolade 3 Euro. Mega lustig, wir haben gerade noch ein paar Sachen aus dem Van geholt. Und dann ist sofort wieder jemand gekommen, der hat uns angesprochen, so gefragt, wo wir herkommen. Und der hat auch in den Niederlanden mal gewohnt und konnte so ein bisschen Niederländisch /Deutsch. Englisch. Und dann hat er irgendwie seine Nichte, die wohnt in Deutschland. Und die hat er dann sofort angerufen. Das heißt, wir haben jetzt mit der telefoniert. So, mal hier das Wasser abstellen kurz. Und das war mega lustig. Also einfach, ich glaube wirklich, wenn du hier hinziehst, du würdest echt so schnell Anschluss finden, weil die Leute einfach so nett sind und so offen und so interessiert. Und das ist echt was, wo ich mir denke, das wäre so schön, wenn das überall auf der Welt so wäre. Hier muss man nur vor die Tür gehen und mal 3 Minuten irgendwo stehen und dann wird man sofort auf jeden Fall eine Unterhaltung haben. Ja, genau. Und hätten wir jetzt gesagt, wir haben ein Problem, hätte der uns auch irgendwie geholfen. Ja. Und so. Also mega nett. Es war jetzt wieder schön. Was hat er am Ende gesagt? Inshallah. Inshallah, ich hoffe, sie kommt zurück. Ja, hoffentlich kommt sie zurück Inshallah, I hope you come back. Hoffentlich kommt ihr zurück in den Iran. Inshallah. Ja, irgendwie so. When I wake up, all I see is you.
see right through. Yeah, they see right through. Hate to burst your bubble, but you're always causing trouble like you always do. Always do. Hate to burst your bubble, but you're always causing trouble like you always do. You always do. I know that you go away. You always do. Why won't you go away? So, wir sitzen wieder auf unserem lila Talkshow-Sofa. Denn wir haben uns ein weiteres Mal mit meiner einen Freundin getroffen und waren mit der gestern Abend unterwegs. Und dann ist es natürlich so gekommen, dass wir auch wieder hier übernachtet haben, weil im Iran ist man immer länger unterwegs am Abend. Ja, man isst auch immer sehr viel später und wir waren auch ein bisschen betrunken, also ein bisschen ist untertrieben. Wir waren in so einem Restaurant Pizza essen und haben dann Wein getrunken. Der war auch ganz schön stark und also das war so ein richtiger Rotwein. Ich weiß auch gar nicht, der hatte auch ordentlich an Prozente. Ja. Nach einem halben Glas war ich schon dicht. Und noch eine lustige Sache. Wir haben es endlich mal geschafft, jemanden aus dem Iran zum Essen einzuladen. Das ist nämlich wirklich schwer, weil Gastfreundschaft ist ja hier das höchste Gut quasi. Und wenn man bei iranischen Menschen zu Besuch ist oder man geht dann zusammen ins Restaurant und man versucht zu bezahlen, dann hatten wir es auch schon, dass sie einen echt böse angucken oder fast beleidigt sind, weil das einfach so Teil der Kultur ist, fremde Menschen, Gäste einzuladen. Und dann wollten die erstmal bezahlen. Wir so, nee. Und dann bin ich schnell aufgesprungen, um mit dem Kellner zur Kasse zu gehen. Und dann habe ich schnell im Bar bezahlt, bevor die sich das auch noch anders überlegt haben. Puh, yeah, wir haben iranische Menschen zum Essen eingeladen. Im Iran. Im Iran, jawohl. Guten Morgen aus Teheran. Salam. Auf diesen Berg werden wir heute fahren. Das zeigen wir euch gleich. Aber um dahin zu kommen, müssen wir erstmal gerade ein Taxi rufen. Ein Snap. Funktioniert noch nicht so gut. Nach langer Zeit ist dann doch noch ein Snap gekommen. Jetzt sind wir hier, wo wir hin wollten. Jetzt müssen wir ein Stück hochlaufen zum Skilift. Ein bisschen wie Kapstadt ist Teheran direkt von so Bergen umgeben. Also so wie der Tafelberg kann man hier auch auf so einen hohen Berg, was quasi Teheran vom Kaspischen Meer trennt. Aber heute ist nicht mehr Wochenende, deswegen ist heute zu. Und es macht erst Donnerstag wieder auf. Jetzt hatten wir ganz andere Pläne. Ja, genau. Weil wir haben ja bei der K2-Wanderung gesagt, wir laufen jetzt immer nur noch bergab bei solchen Wanderungen. Bergab laufen ist ja echt tausendmal einfacher. Das machen wir jetzt immer so. Und das war jetzt hier die beste Möglichkeit, mit einer Gondel da hochzufahren auf den Berg. Und dann wollten wir nämlich runterlaufen, die 1500 Höhenmeter oder so. Ich glaube auch nicht, dass wir es jetzt schaffen, heute hoch und runter zu laufen, weil es halt auch so früh dunkel wird. Ja. Und also wir wollen jetzt halt nicht um 4, 5 hier im Dunkeln den Berg runterstolpern. Deswegen kommt das halt auch nicht in Frage. Und wir haben extra viele Snacks eingekauft für die lange Wanderung. Aber na gut, die können wir jetzt ja trotzdem essen, oder? Ja, wir sind ja auch ein Stück hier hochgelaufen zur Gondel. Ja. Na, das nenne ich mal eine richtige Humusplatte. Guckt euch das mal an, ey. Der Tag der Tage ist gekommen. Wir verlassen Teheran. Teheran. Wir hatten hier eine richtig tolle Zeit. Es hat super viel Spaß gemacht. Haben wir euch ja auch alles gezeigt. Aber wir haben es jetzt auch endlich geschafft, die Visa für Kuwait und Saudi-Arabien zu bezahlen, zu beantragen, zu bekommen und so weiter. Das heißt, unserem Weg auf die arabische Halbinsel steht nichts mehr im Wege. Das Irak-Visum bekommt man on arrival, also wenn man dahin fährt. Und das heißt, wir machen uns jetzt langsam aber sicher auf den Weg nach Süden. Ja, hier ist kalt und schlechte Luft. Und in der nächsten Episode. Nach 2 Wochen Stadtleben haben wir ganz verlernt, wie das mit dem Camping funktioniert. Ob wir aus dem Schlamassel und dem Schnee wieder herauskommen, seht ihr nächste Woche. Hodafis und bis dann. Ich dachte gerade, okay, ein Schluck Limo ist ja nicht schlecht, ne? Und dann meine ich noch so, nicht, dass da am Ende Wodka drin ist, so hier weiß man ja nie. Dann habe ich mir das ganze Glas voll gemacht, nimm einen großen Schluck und es ist wirklich Wodka. Oh je. Das passiert doch nur im Iran.